Ja, servus. Der Joe hier. Wir Jäger versuchen mit dem Blattteil eine willige Geist zu imitieren, damit der geile Bock springt. Jo mei. Ich will dir heute zeigen, wie du mit einer ganz einfachen Waffe ein kapitaler Regenwurm jagst. Bevor wir jetzt auf die Pirsch nach unserem kapitalen Regenwurmbock gehen, will ich keine Frage von dir beantworten, sondern eine Antwort von mir korrigieren. Und zwar habe ich nicht gelogen, nein, sondern manche Dinge ändern sich einfach. Darunter auch meine Aussage dazu, ob ich noch neue Bücher schreiben werde. Habe ich vor ein paar Wochen beantwortet mit Nein. Jetzt sieht es so aus, dass ich wahrscheinlich ein neues Buch schreiben werde, zusammen mit meinem Magazinverlag, dem Wieland Verlag. Sobald es spruchreif ist, werde ich weitere Informationen darüber rausgeben. Wichtig war es mir einfach, dass ich da einigermaßen ehrlich bleibe, weil die Dinge, die sich ändern, die ändern sich einfach und dann gebe ich auch gerne Informationen darüber. Wir haben uns im letzten Video Regenwürmer angeschaut. Warum und ob Regenwürmer als Nahrung taugen, und jetzt soll es tatsächlich nur um den Fang gehen oder um die Jagd. Und dann mache ich ein Musikinstrument. Ein Musikinstrument? Ja, ich kann, ähnlich wie der Rattenfänger von Hameln, der hat Flöte gespielt, um Ratten anzulocken. Jetzt sag bloß, Regenwürmer haben Ohren oder was? Regenwürmer haben zwar keine Ohren, aber die haben Tastsinne. Und zwar müssen die Tastsinne haben, aus einem ganz einfachen Grund. Stell dir mal vor, du bist ein Regenwurm, okay? Bist du bei mir? Ja, ist nicht so schwer. Also, und du lebst im Boden und krabbelst da vor dich hin. Und dann fängt es an zu rumpeln und zu rütteln. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Und beide Möglichkeiten sind tödlich. Es regnet. Es regnet. Nummer 1. Also, ich bin da unten in meinem Kanal. Es läuft Wasser nach. Nee, ich bin der versauf. Regenwurm. Ja, du versäufst. Und deshalb gehst du an die Erdoberfläche. Möglichkeit 2. Wann rumpelt es auch im Boden? Wenn ein Mensch oder ein großes Tier draufläuft auf dem Boden. Das wäre eine Möglichkeit. Aber Erdbeben? Erdbeben, viel einfacher. Kleine Erdbeben durch Maulwürfe, durch Schermäuse, durch irgendwelche Ratten, die im Boden graben. Und wenn die an den Regenwurm kommen, dann lassen die sich den natürlich schmecken. Sobald der Boden anfängt zu vibrieren, merken das Regenwürmer und kommen an die Oberfläche. Entweder weil sie meinen, es wäre Regen, oder weil sie meinen, es kommt ein Maulwurf. Oder Besuch. Ja, dann würden die aber in ihre Speisekammer gehen. Haben Regenwürmer tatsächlich. Die haben kleine Kammern, wo die ihre Blätter runterziehen. So, wenn ich jetzt Regenwürmer sammeln wollte, dann könnte ich eigentlich so machen. Ja, ich sehe aber keine Regenwürmer. Ja, Wo kommen die denn? Ha? Ja, jetzt kommen sie noch nicht raus. Ich muss das Ganze relativ lange machen, weil der Boden muss richtig vibrieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und die nennen sich beide Wurmgrunzen. Wurmgrunzen. Also, du machst ein Geräusch, um Regenwürmer an die Erdoberfläche zu locken. Und es funktioniert erschreckend einfach. Erstmal Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, ist, dass du einigermaßen natürlichen Boden hast. Wenn du so stark komprimierten Boden hast, da kommt kein Regenwurm raus. Aber Also sobald so wie hier ist zu stark komprimiert. Aber sobald wir, kommen wir hierher, kommen wir hier rüber und dann schossen wir hier rein. Das ist lockerer Boden. Und hier können Regenwürmer auch rauskommen. Und jetzt ist Möglichkeit Nummer 1. Ich stecke ein Stöckchen in den Boden. Okay, hier habe ich ein Stöckchen. Dann mache ich hier noch ein Stöckchen in den Boden. Und das mache ich jetzt. Was hat das jetzt mit Grunzen zu tun? Ich habe keine Ahnung, das kommt aus dem Englischen. Worm Grunting heißt es, glaube ich. Auf Deutsch einfach Wurmgrunzen. Aber ich grunze nicht wirklich, sondern Ach, schade. ich mache hier einen Kreis von etwa 10 Metern, nein, nicht 5 Metern Durchmesser aus Hölzern. Und dann laufe ich außenrum vorbei. Und ich schlage immer an die Ästchen dran. 2 Ästchen, Okay. oder können das auch mehrere Das sind sein? ganz viele Ästchen. Ich bin jetzt gerade einfach nur zu faul, weil ich nämlich eigentlich was anderes machen möchte. Ich will nämlich ein Musikinstrument bauen. Und zwar, ich nenne es jetzt mal mein Wurmgrunzer von Hameln. Das nenne ich dieses Musikinstrument. Wie funktioniert das Ganze? Super, super simpel. Ich nehme einen geraden Ast. Ja, der ist jetzt nicht so gerade, aber für den Zweck wird es reichen, weil ich brauche eine einigermaßen gerade Fläche, an der ich entlang gleiten kann. Und zwar gleite ich mit einem anderen Hölzchen entlang. Das macht ja schon mal
ein interessantes Geräusch. Es ist aber noch keine richtige Vibration. Also schneide ich hier in mein Holz Wahrscheinlich kleine Kerben. Kerben. Nicht nur kleine Kerben, sondern relativ große Kerben. Und jedes Mal, wenn ich mit meinem Ast über diese Kerbe schrubber, Gott, jetzt kriege ich wieder Zuschriften. Jedes Mal denkt der Wurm, dass es sich dabei um einen Regentropfen handelt. Wie viele Kerben brauchst du denn? Je mehr Kerben, desto besser. Also ich würde sagen mindestens 20, 30. Und die dürfen auch unterschiedlich geformt sein. Also ich mache jetzt hier noch kleine Kerben dazwischen. Warum mache ich das so lieber als mit dem Ast, den ich in den Boden stecke, oder mit den Ästen? Ja, warum denn? Was passiert, wenn ich hier Äste im Boden eingesteckt habe? Dann stolperst du drüber, wenn es blöd läuft. Ja, wenn es dunkel wird, aber so blöd bin ich nicht. Aber ich komprimiere den Boden. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit außen rumlaufe, dann wird der Boden immer fester und die Würmer haben immer größere Probleme rauszukommen. Und wenn ich das jetzt verwende, dann kann ich richtig kräftige Vibrationen in den Boden bringen. Und damit es funktioniert, muss ich tatsächlich ein bisschen in den Boden rein. Ideal ist sogar, wenn du einen Stein unten hinlegst und auf diesem Stein arbeitest oder ein Holzstück und das drunter legen kannst, dass das die Vibration so ein bisschen verteilt. Naja, damit es besser funktioniert, schneide ich hier unten eine Kerbe in meinen Wurmfänger. Eine Haltungskerbe. Das ist ein typisches Beispiel, warum das kleine Messer mächtiger ist als der Degen oder das Schwert. Weil du damit so viele Werkzeuge bauen kannst. Deshalb ist meine Empfehlung immer, wenn du ein Survival-Messer suchst, ein kleines Messer, mit dem du gut umgehen kannst, ist viel, viel besser, als wenn du ein sehr großes Messer hast, mit dem du solche feinen Strukturen nicht wirklich oder nicht zeitnah zusammengestellt bekommst. Und jetzt mache ich Musik. Die Musik, die ich jetzt mache, dieses Brummen verteilt sich hier im kompletten Erdreich. Wenn jetzt die Kamerafrau einmal an die nächste Eiche geht und dort mit dem Ohr dran hört, die da, geh mal darüber. Ohrstöpsel drin. Also stimmt ja, ein Ohrstöpsel rausmacht und an diesem Baum hört. Das macht sie, wenn sie hierher schaut. Jetzt hör mal. Oh, der Baum hat Bass. Das hörst du hier im kompletten Erdreich. Wenn ich im Vergleich dazu jetzt mal hier mein Steckchen rein mache und schlagen würde, das sind viel, viel geringere Vibrationen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wo sind denn die, ich wollte gerade Frösche sagen, wo sind denn die Regenwürmer? Die sind auf dem Weg nach oben. Die brauchen ihre Zeit, bis sie tatsächlich dann an der Oberfläche sind. Sind ja nicht die allerschnellsten. Was machst denn du da? Ich suche meinen Regenwurmbock. Der ist mal abgesprungen. Und dann findest du die in der kompletten Umgebung. Da muss man ein bisschen schauen. Wirklich gucken, bewegt sich irgendwo was. Grüße gehen an meinen ehemaligen Steuerberater. Wo hast du einen gesehen? Ah, die Würmer kommen jetzt langsam aber sicher über hoch. Das Spannende ist, dass es jetzt auch noch zusätzlich anfängt zu regnen. Tja, jetzt wissen wir nicht, ob es der Regen war oder deine Musikinstrumente. Also ich habe das häufig mit Seminarteilnehmern gemacht. Mir hat nie jemand geglaubt, dass es wirklich funktioniert. Man braucht ein bisschen Geduld und irgendwann sind plötzlich überall um dir herum die Würmer nach oben. Ich sammle hier jetzt noch die restlichen Regenwürmer ab, die rausgekommen sind. Und was du damit machen kannst, siehst du hier oben in diesem Video. Du kannst sie zum Beispiel essen, du solltest auf ein paar Dinge achten, aber ich verwende die als Köder. Und zwar möchte ich damit angeln. Wie du innerhalb von 5 Sekunden mit einer Angel dir einen Fisch fängst und was für Tiere du noch so fangen kannst, wirst du hier auf diesem Kanal in Kürze erfahren. Like also gerne das Video, abonniere den Kanal und natürlich wie immer, geh raus, mach's gut und bleib gesund.